Herzlich willkommen zurück zu Valeries und Romans kleiner Potterwelt. Die Diagon Alley wäre nicht vollständig, wenn es eben auch nicht einen dunklen Teil gäbe, nämlich die Nocturne Alley. Leider hat Lego diesen Teil in den neueren Sets noch ziemlich ignoriert. Und deswegen habe ich mich dran gesetzt, hier ein passendes Gebäude zu schaffen. Ich habe mich ein bisschen inspirieren lassen an zwei Sets, nämlich die 4720, die es eben 2003 gab, wo dieser Laden von Borgin & Burkes das erste Mal in ganz klein angedeutet wird, würde ich sagen. Und dann als wirkliche Basis von diesem hier habe ich eben aus der klassischen alten Diagon Alley, die wir auch schon mal besprochen haben, eben das Gebäude aus der 10217 übernommen, aus dem Jahre 2011, glaube ich, war das, als Basis etwas Größeres zu machen. Ich habe es erst einmal auf Grundplatten gesetzt, so groß wie es eben augenblicklich bei den Gebäuden der Diagon Alley ist. Ich habe das ganze gesamte erste Stockwerk neu geschaffen. Ich habe dabei den Erker, der ursprünglich hier unten saß, nach oben genommen, weil er eben da wirklich sehr, sehr schön auch aussieht. Und ich habe es mit zwei alten, sehr hübschen Fensterteilen ergänzt, die ich in unseren Beständen gefunden hatte, die ich eben mal irgendwann auf Bricklink für diesen Zweck gekauft habe. Mir hat immer eigentlich der grundsätzliche Entwurf von Lego aus dem Jahr 2011 gut gefallen. Ich fand sehr, sehr besonders diese Kanten mit den schwarz-grauen Absetzungen und deswegen das eben insgesamt schwarz-grau-grüne Design. Das wollte ich in jedem Fall aufrecht halten. Unterstützt wurde ich auch noch durch vielleicht ein paar Aufkleber und Inspirationen von JL Bricks aus Berlin, die wir eben dann auch noch in das Set hier inkludiert haben. Und vom Aufbau her habe ich nach einigem Rumexperimentieren mich dann eben hier für eine kleine Seitenveranda entschlossen und diese Flachdächer. Von den Bautechniken her ist das so, dass im Grunde diese obere Etage modular ist, sprich abnehmbar, damit man eben auch ein bisschen mit spielen kann. Der Turm geht auch leicht ab. Hier drüben ist es ein bisschen mit dem Türmchen hier was Besonderes, denn wer das alte Set eben kennt, weiß, dass hier ein sehr hübsches Spielfeature drin ist. Und zwar geht es ja darum, dass Harry mit dem Flohpulver eigentlich die Diagon Alley will und dann ein bisschen nuschelt und deswegen aus Versehen eben in dem Laden von Borgin & Burkes ist. Und durch Drehen dieses Turms kann man eben Harry hier mit dem grünen Feuer des Flohpulvers in den Kamin von Borgin & Burkes teleportieren, würde ich mal sagen. Und dann kennt ihr dann nicht die Szene mit der Hand, die ihn dann festhält, und dann kommt der Eigentümer und dann auch andere Zauberer und er entflieht mehr oder weniger hier dem Laden insgesamt. Für die Details und die Abenteuer der Rückseite möchte ich an Valerie übergeben, denn die hat das Interieur dieses Ladens federführend gestaltet und deswegen jetzt an sie übergeben. Ja, Roman hat ja schon gesagt, dass ich mich jetzt kurz noch um die Personen, also die Minifiguren und um das Innere von Borgin & Burkes kümmere. Ja, was sehen wir hier? Wir haben hier Lucius, einer vermutlich der besten Kunden von Mr. Borgin, der hier gerade den Laden betritt, während sich Draco noch die Nase platt drückt an den Objekten, die dort dargeboten werden. Und hier haben wir was Besonderes, nämlich Mr. Borgin, den Ladenbesitzer. Den gab es hier in diesem Set mit der Nummer 40500. Steht auch hier hinten drauf. Und das war eigentlich schon ganz witzig, weil in unserer Schublade mit den ganzen Minifiguren war der bei mir irgendwo als Snape abgespeichert und
beim Aufräumen neulich habe ich diese Schachtel gefunden. Wow, wir haben Mr. Borgin. Jetzt wird dieses Gebäude gebaut. Also das war mit ein Grund dafür. Gesagt, getan. Genau. Ja, dann drehen wir es mal um, beziehungsweise wir kommen noch mal kurz auf die Aufkleber. Das war also noch der alte Aufkleber aus dem alten Set. Das waren die von JB. Und hier vor allen Dingen eben als Fußabstreifer. Da geht der Gute mal kurz weg. Sieht man das im? Ja, wunderbar. Und hier an den Knochengebeinen haben wir es auch noch mal hängen. Weil es ja sehr wichtig ist, so kleine Details eben auch zu haben. Ja. Und hier hinten haben wir noch den letzten Aufkleber. Also wir sind sie jetzt alle losgeworden, beziehungsweise hier auf dieser Ladentheke gibt es auch noch einen Aufkleber hier mit den Auktionen von Mr. Borgin, die da verzeichnet sind. Das ist ja ein Official Auctioner, wie es auf dem genau. heißt. Genau. Also, wir haben gefliest, schwarz-grau, in verschiedenen, so abwechselnd. Hier auch die Treppen haben wir so in diesem abwechselnden Design gefliest. Wir haben hier schwarz und transparent grün das Geländer gemacht, um einfach in diesem ganzen Farbspektrum zu bleiben, von Anthrazit, schwarz und grün. Dann, wie gesagt, hier haben wir noch das Verschwindekabinett aus dem alten Set mit einem Vögelchen, weil der gute Draco muss ja in einem späteren Band sich dann daran üben, das zu verschwinden lassen in den Raum der Wünsche. Ja. Dann sozusagen das Geschoss, was Roman neu eingefügt hat. Das ist nur solchen exklusiven Kunden wie unserem Lucius Malfoy vorbehalten, die auch die, naja, sagen wir mal, die dunklen Künste zu schätzen wissen. Und da darf nicht jeder hin. Ja, was sehen wir hier? Also wir haben Schrumpfköpfe, wir haben Skelette, Gebeine, wir haben geheimnisvolle Ingredienzen in dem in der goldenen Truhe. Wir haben hier auch so einen Pokal, der ein Portkey sein könnte. Also wir haben uns bemüht, da ein bisschen unheimliche Sachen reinzustellen. Ja, und hier oben haben wir ein Fernrohr drinnen für die Sternebeobachtung. Und ich weiß nicht, haben wir vorhin, glaube ich, nicht gezeigt, dass man das Dach eben so öffnen kann. Ist mehr eine Bautechnik eben, ne? Aber ist doch ganz hübsch auch. Jo. Also, wie findet ihr unseren Entwurf? Also, wir finden ihn super. Vor allen Dingen, weil es eben jetzt aussieht wie aus einem Guss. Man merkt überhaupt nicht, dass da eben jetzt ein Geschoss sozusagen neu drin ist. Und ja, schauen wir mal, was wir als nächstes dann in Angriff nehmen. Vielleicht tun wir uns dann mal wieder unserer Hogwarts-Landschaft widmen. Wo ja schon jemand nachgefragt, was daraus eigentlich geworden ist. Sie gibt's noch und wir werden sie noch schöner machen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.